In diesem Film lässt uns die Rallye nicht wirklich los. In diesen Film wären wir nicht so einfach gestartet. Wäre da nicht das tolle Bergungsteam der Phoenix Rallye gewesen, aber das habt ihr ja im letzten Film miterlebt. Unsere aufregende Bergung spricht sich herum und so landen wir auch noch in dem ein oder anderen Film. Mit euren 3 Kilos. Ja, der uns gerade hier wieder unterstützt, diesmal mit seinem Gewicht, ist der Christian von Benny Goes Overland. Mit dem stehen wir jetzt gerade hier auch schon wieder vor dem Hotel und haben beschlossen, wir werden noch etwas an der Rallye bleiben. Schauen, dass wir unsere Schäden hier voll irgendwie fertig kriegen und das Blech alles voll biegen und schauen uns noch ein paar Tage die Rallye an. Und dort fährt auch unser heimlicher Favorit. Es ist nämlich auch ein Magirus, und zwar der von 4Wheel24. Direkt im Fahrerlager dürfen wir bei 4Wheel24 deren Werkzeug benutzen und schaffen es so, die gröbsten Spuren unserer Havarie dann doch zu beseitigen. Und dort treffen wir auch Marie Trappen. Also falls ihr mehr über die Jungs erfahren wollt und deren Teilnahme an der Rallye, schaut doch mal auf ihrer Seite nach. Und so langsam wird uns klar, was Sandsturm bedeutet. Der Wind nimmt wirklich stündlich zu. Und urplötzlich ergibt sich doch die Möglichkeit, sich zu revanchieren. Ein Teilnehmer, der kein Serviceteam dabei hat, steht ungefähr 5 Kilometer von der Stelle, an der wir uns festgefahren haben, und kommt nicht mehr zurück. Wir werden vom Recovery-Team benachrichtigt und natürlich, trotz Sandsturm, fahren wir sofort los und holen ihn zurück. Und irgendwie ist jetzt auch die 220 unser Auto. Das heißt, die nächsten Tage fiebern wir heftig mit und hoffen, dass er dann doch noch am Rennen teilnehmen kann.
Wegen ihrer Nähe zur Sahara gilt Dus auch als das Tor der Wüste. Mein erstes Dromedar. Schmeckt sehr, sehr lecker. Rindartig. Ja, eigentlich wie Rind. Bisschen langfaseriger. Super lecker. Wir gehen jetzt auf den Sub und heute ist Markt. Ich freue mich schon drauf. Einmal in der Woche ist in Dus Markttag und dann brodelt die Stadt und überall wuselt es. Wir haben schon einen Teil von Irgendwie sind wir jetzt doch mit dieser Rallye verbunden und vor allem mit dem Recovery-Team. Wir bringen eine tolle Zeit mit ihnen. Und als dann das ganze Team nach Sagiljane umzieht, schließen wir uns an. Also gibt es eine aufregende Nachtfahrt im Konvoi. Ja, wir sind jetzt gestern tatsächlich mit dem Recovery-Team noch ganz spät hier nach Sagiljane runtergefahren. Das ist eine Wüstenoase. Weil irgendwie konnten wir sie doch nicht gehen lassen. Wir sind jetzt so eng mit denen verbunden und wollten in die Richtung. Und jetzt stehen wir hier wunderbar zwischen Palmen und frühstücken erstmal. Wir sind gerade hier in der Oase und die Oase ist mitten in der Wüste und hier sind ganz viele Kamele. Ein weißes Kamel kann sogar hier auf diesem Campingplatz hier rumtraben. Das fände ich echt cool. Die hier sind sehr giftig. Was macht ihr für Spuren? Die Start- und Zieleinläufe haben sich von der Rallye auch nach Guyana verlegt. So können wir auch von hier aus immer wieder der Rallye beiwohnen. Los! Auf die Plätze, fertig, los! Das sieht nach einer Rallye aus. Und da hinten... Der ist der schnellste. Ja, Vicky nicht, Vicky nicht. Yes, das Rennen wurde sabotiert. Das Rennen wurde sabotiert. Aber ich glaube, das hier ist der Siegerkäfer. Und wie nennen wir den? Alfred. Alfred, der Rennkäfer. Jetzt hat mir das Recovery-Team angeboten, ich darf einen Tag mitfahren. Das ist so cool. Ich werde im Cut fahren. Geil.
Ja, voll cool. Ich sitze jetzt tatsächlich im Cut und wir sind jetzt auch schon den ganzen Vormittag gefahren, um an die Stelle zu kommen, an die wir uns positionieren sollten. Und jetzt kam gerade die Nachricht, dass wir jemand abholen sollen. Jetzt mal schauen. Das ist total aufregend. When you close your eyes, do you feel alive? Do you know I'm going crazy for you tonight? The sun's around the corner. I want this night to be over. Ist das abgefahren? Ich bin jetzt im Geländewagen. Ich bin den ganzen Tag im Cut mitgefahren. Die 2 Cuts sind nochmal raus, nochmal Leute holen, werden aber vor der Dunkelheit es auch nicht mehr schaffen, also wahrscheinlich draußen in der Wüste übernachten. Und wir haben hier einen Buggy hinter uns, der nicht mehr allein weiterkommt, der einen Schaden hat. Und den geleiten wir jetzt gerade noch nach draußen und so langsam wird es auch schon bei uns richtig dunkel und wir haben noch eine Dünenstrecke vor uns. Und hier in der Oase in Xagilane trennen sich erstmal unsere Wege mit Christian von Benny Goes Overland. Er fährt zur Abschlussfeier der Rallye nach Dus und wird dort ein paar Tage bleiben. Wir haben vor, noch ein bisschen südlicher in die Sahara zu fahren. Es fällt uns ganz schön schwer, nach den tollen Tagen mit dem Recovery-Team Adieu zu sagen und zu winken, während alle wieder nach Hause fahren. Wir aber bleiben erstmal hier und bei uns gehen die Abenteuer weiter. Ja, wir haben uns jetzt schweren Herzens von dem Recovery-Team der Phoenix Rallye getrennt. Die fahren jetzt alle wieder nach Hause. Die Rallye ist vorbei. Wir hatten hier auch in Xagilane ein paar tolle Tage mit dem Team. Und wir fahren jetzt auf eigene Faust weiter, ein bisschen näher an die Dünen ran, nicht rein, aber an die Dünen ran und fahren jetzt ins Camp Smela. Und es gab Sandsturm gestern und die Luft ist komplett diesig. Die Sicht ist... Man sieht überall diesen Sand in der Luft und wir sind schon echt gespannt und vor allem auch die Kinder sind gespannt auf die Dünen. Wir haben uns versichert, dass der Weg dorthin über die normale Piste sehr, sehr einfach ist und höchstens ein paar Sandverwehungen kommen können. Naja, beim Sandsturm sind die wohl etwas größer geworden. Irgendwie ist gerade etwas der Wurm drin, denn bei einer etwas höheren Verwehung schaffen wir es nicht drüber und sitzen natürlich fest. Jetzt sollten wir dringend Luft ablassen. Das Problem, unser Schlauch ist irgendwo bei der Bergeaktion verloren gegangen. Fast alle Ersatzteile haben wir schon bekommen, aber nicht den Adapter für den Kompressor, also könnten wir auch keine Luft mehr aufpumpen.
Ja, wir fahren hier Piste zum Camp Smela und tatsächlich sind so ein paar Sandverwehungen auf der Piste, also so Mini-Dünen. Natürlich habe ich mich gleich mal festgefahren, vermutlich der mangelnden Erfahrung geschuldet. Jetzt schauen wir, dass wir möglichst zügig voll zum Camp kommen, da der Wind auffrischt und die Sicht immer schlechter wird. Schaut mal, wie cool das aussieht. In dieser Staubwolke tauchen jetzt plötzlich da hinten am Horizont Bäume auf. Total krass. Wir sind gerade im Camp Smela und da hinten sieht man schon die Riesendünen. Ich freue mich schon drauf. Vielleicht machen wir eine Wanderung darüber und wir werden es ziemlich toll finden. Ich freue mich richtig drauf und wir haben gerade geduscht. I was waiting outside the bedroom in your hotel suite. On the table I saw a line of confidence ready for us to meet. I was standing on the edge of the waterfall, raising my hands up to the sky to see if I lost it all. It's such a messed up place for others to face. I couldn't help them if I tried. Oh, I think I'm part of it. You and I know where I belong, and the wheels go round again. Oh, it's such a simple thing. What would I do without your love? You can never go back again. Hier ist es besser als im Hotel. Hier schmecken die Sachen zumindest nach was. Einen Tag nach dem Sandsturm kommt hier plötzlich auch ein Auto mit nur Vorderradantrieb an. Haben wir jetzt Fehler gemacht beim Dünenfahren oder ist die Strecke mittlerweile geräumt? Normalerweise ist die Zufahrt eigentlich sehr einfach und die Gelegenheit für jemand, der nicht sandfahrfest ist, auch bis an die großen Dünen heranzukommen und es ist hier richtiges Sahara-Feeling. Und heute ist das Wetter ein Traum, das heißt, wir genießen jetzt hier so richtig Wüste. Es ist jetzt ganz warm und ganz toll in den Dünen. I was feeling some kind of wonder when you called my name. And every time I close my eyes to the world, you would open them up again. It's such a messed up place for all there is to face. I couldn't help them if I tried. Oh, I think I'm part of it. You and I know where I belong, and the wheels go round again. Oh, it's such a simple thing. What would I do without your love? You can never go back again. Nach etwas mehr als der Hälfte unserer Reise haben wir es bis in die Sahara geschafft. Was für ein überwältigendes Gefühl.